Fans. Oh, heute haben wir wieder etwas Schönes. Wir haben eine Featured Bike. Aber da kommt noch etwas Spezielles dazu. Also, was haben wir hier, Jungs? Wir haben eine, wie sagt man das auf Deutsch? Eine Zeitkapsule? Ist das Deutsch? Time Capsule. Zeitkapsule sagen wir hier in den Niederlanden. Also, eine Puch Maxi Starlet. Das dritte teuerste Modell von Puch damals in den Niederlanden zu kaufen. Also eine Maxi Starlet. Da oben war noch eine Rider Macho mit Kickstarter Motor. Da oben war noch diese Zweigang Rider Macho 2-Speed oder Zweigang Maxi. Also das hier war normales Modell, aber sauteuer damals. Wir haben eine Preisliste, zeigen wir gleich. Gut, was ist so speziell an einer Maxi Starlet? Na, man sieht es schon ein bisschen. Unterschied zwischen Maxi Europa und preislich gesehen und Maxi Starlet war, glaube ich, damals schon 4,5, 500 Gulden. Also 450 oder 400 D-Mark. Ne? Gut, was ist so speziell? Ja, wir haben natürlich eine spezielle Lackierung. Blau, Metallic oder ja, ein bisschen Perlmutt eben. Warte mal. Oh. Kamera bitte. Schau mal, Kleines, das ist fast wie neu. Und wieso ist es fast neu? Ja, Jungs, das Ding hat 1600 Kilometer Laufleistung. 1600 Kilometer. Ist von 1986. Das war unser Versicherungsschild hier in den Niederlanden früher. Also, das war noch die Zeit, dass wir keine Kennzeichen hatten, aber eine Versicherungsschild. Also, gut. Oh, was lernen wir viel. Und ja, 600 Kilometer. Wieso habe ich das? Ja, ich habe das für, ich denke, 10 Jahre her gekauft damals. Und das ist eigentlich bei uns im Regal abgestellt gewesen. So, daher ist es auch ein bisschen staubig, ne? Aber wir haben das heute runtergeholt. Ja, und ich muss das einfach zeigen. Jungs, was ist unterschiedlich? Gussfelgen. Ich gehe mal zu dieser Seite. Speziallackierung. Wir haben ja diese Gummipuffer, Gummis hier. Ja, hat keine Funktion, aber das sieht einfach geil aus. Ne? Und weiter. Lampentopf ist lackiert. Und in dieser Zeit, hier in den Niederlanden auf jeden Fall, war das schon eine eckige Scheinwerfer. Das haben die bei Puch damals auch gemacht, auch hier in den Niederlanden, und haben dann gesagt, ja, für dieses Modell, da kommt wieder diese runde, ein bisschen nostalgische Look, kommt da diese Scheinwerfer wieder drauf, aber wir lackieren den Topf. Ja, super natürlich. Tacho, Jungs, da ist eine Puch-Aufkleber drauf, 1600 Kilometer. Ne? Also Tacho, ja, war natürlich auch ein A. Oh, da ist es was. Oh, Kabel kaputt. No, die haben wir glücklich im Shop. Also da mache ich noch in Ordnung. Und natürlich typische Holland-Version. Also das ist meine Frage an euch. Kannst du hier in die Kommentare schreiben natürlich, Jungs. Weil mach ein bisschen mit uns. Ne? Das hier typische Holland-Version. Wieso? Gelbe Schild, weiße Hinterseite natürlich vom Schutzblech. NL-Nummer hier im Rahmen und ein, nicht zu vergessen. No. Oh, da ist ein bisschen Arbeit dran noch, Jungs. Ping, ping, ping. Okay, das ist alles typisch niederländisch und 40 km/h. Aber vielleicht testen wir das mal das nächste Mal. Ja, was hier nicht üblich war, und das ist mir ein bisschen aufgefallen, sind diese Reflektoren hier. Das hier, diese rote ist nicht original, original muss eine orange sein. Muss ich mal schauen, ob ich die noch irgendwo habe im Regal. Weil hier ist eine orange drauf, hinten auch orange. Man denkt natürlich ein bisschen amerikanisch, hinten rot, vorne orange, aber hier ist das beide orange. Aber wie gesagt, 100% original. Maxi Starlet, was ist noch mehr speziell? Lackierte Lenker, ist lackiert. Speziell Griffe, mit gutem Griff. Na, hier, Gas geht nicht mehr natürlich. Nach so vielen Jahren Stand, ja, ist das natürlich Schluss. Was haben wir hier? Die Schlüssel sind noch da. Oh, ich hoffe die Kamera kann das sehen. Schlüssel sind noch dabei, Jungs, von Kabelschloss. Na, wie ist das überhaupt möglich? Weiter, Jungs, Maxi Modell Starlet, eine luxuöse Tankverschluss, also mit Prägung und in Chrom. Ja,
Also das ist sehr luxuriös. Und dann kommt das meist luxuriöse. Oh, eine Tankgepäckträger, original, mit Puch-Logo hier unter dem Staub. Also Jungs, das war da mal was, ne? Und weiter lackierte Teile, also weiß. Weiße Lenker, weiße Gepäckträger, noch eine weiße Gepäckträger, war normalerweise natürlich chrom. Dann sind wir hier am Hinterseite und dann haben wir hier das Rücklicht. Ja, die verkaufen wir auch im Shop. Haben wir Nachbau natürlich, sind baugleich. Aber was war hier los? Da ist Puch drauf. Ja, das ist einfach geil, ne? Gut, komme ich mal nach die andere Seite. Oh ja, und weiße Sattel. Also diese Kombination, Jungs. Weiße Felgen mit Gepäckträger weiß und Lenker weiß, Sattel weiß, Seitenverkleidungen weiß. Boah, was für eine geile Kombination, ne? Komme ich mal zum anderen Seite. Oh ja, und dann haben wir hier noch, ja, Pinstriping, aber dann aufgeklebt, aber völlig original. Hier am Gabel und hier. Und weiter nirgendwo. Aber ja, wieso denn? Ne? Da hat man das auch schön am Rahmen machen können. Aber da haben wir die von Puch gedacht, viel zu teuer, machen wir nicht. Denke ich auf jeden Fall. Ich weiß es nicht, Jungs. Motor ist eine 40 km/h Zylinder, wie üblich hier in den Niederlanden. Neues Modell, kann man sehen an die runde Form. Originale Kerzenstecker, ja, die wir eigentlich damals gleich im Eimer werften, weil das ist so ein Scheißding. Aber gut, es ist original, lass das einfach. Da ist eine 12 mm Ansaugstütze mit 12 mm Vergaser von Bing da hinten, eine 22 mm Krümmer mit Original, wie sagen wir das so schon, Flöte. Original Auspuff mit Nummer und Logo, wie original es sich gehört. Inca Stoßdämpfer, original, nicht mehr zu finden, Jungs. Ja, die haben wir in Nachbau mit Stahlbuchsen, aber so original. Ich habe Inca angerufen für ein paar Jahre her, weil die gab es früher natürlich mit grau und bei späteren Modellen mit schwarze Kunststoffbuchsen. Die haben gesagt, nö, diese Formen sind weg und haben wir keinen Bock drauf. Ja, typisch italienisch natürlich wieder. Ja, da kann ich nichts dafür, Jungs. Da haben wir einfach nur Nachbau. Diese Maxis, die niederländische Versionen, die sind echt richtig stark. Das ist, aber wir haben auch natürlich keine großen Gebirge. Ich glaube, das höchste Gebirge hier in den Niederlanden ist 73 Meter im Süden bei Dreiländerpunkt. Also, und wir haben hier bei Rhene, also das ist hier 5 Kilometer her, haben wir die zweitgrößte Gebirge in den Niederlanden. Der Grebbeberg heißt das, 54 Meter hoch. Also ja. Weiter ist alles hier flach, also kein Problem. Und man kann natürlich sehen, all diese Schrauben hier, das Ding ist noch nimmer angefasst. Echt nimmer. Da ist nimmer eine Schraube dran gewesen. Ich habe eigentlich nichts entdecken können, was ersetzt ist. Weil Original Semperit, vorne und Hinterreifen. Ja, das war Erstmontage von Puch. Und ja, die sind noch drauf. Ich hoffe, die sind noch ein bisschen gut, aber da kommen wir gleich drauf. Zahnräder, Baudenzüge, alles ein bisschen fest. Es ist, oh ja, vorne auch, ja, oh, die funktionieren eigentlich noch gut. Und richtiger Abstand, super, nur Gas geht nicht. Und diese Tachowelle. Gut, Jungs, na, was ist unsere Aufsatz jetzt? Ich will gerne, dass ihr mir helft. Hier in die Kommentare. Also, wir wissen jetzt, was eine Starlet ist, wieso es so eigentlich so speziell ist. Die sind hier in den Niederlanden auch nicht mehr zu finden. Und in diesem Zustand gar nicht. Aber was ich wissen wollte, gibt es im Ausland, also in Deutschland, Österreich, Dänemark, Skandinavien, Amerika, gibt es ein ähnliches Modell. Das kann natürlich eine andere Farbe haben, aber da bin ich sehr gespannt. Und was müssen wir jetzt machen mit diesem Maxi Starlet? Also, wir haben jetzt, das war das alte Versicherungsschild, aber ich habe ein Kennzeichen drauf. Das heißt, ich kann damit fahren. Also, was müssen wir mit der nächsten Sendung, was müssen wir machen? Also, ans Laufen bringen, vielleicht wäre das eine gute Idee. Tank hat ein bisschen Rost, vielleicht kann ich zeigen, wie man das einfach entrostet und so dass ich das reinigen kann und fahren kann. Ist das vielleicht eine gute Idee? Dann sind wir ein bisschen zurück beim Basis auch von diesem Video. Also ich wollte auch mit diesem ganz originale Puch Maxi Starlet zeigen, was unsere meistverkauften Artikel sind im Shop. Die kann ich hier einbauen. Ist das vielleicht eine gute Idee? Zum Beispiel Baudenzüge-Set, Stoßdämpfer, Kette, Zahnräder. Sag mal einfach,
was ihr wollt. Also, ich wollte gerne das Ding natürlich wieder ans Laufen bringen. Ne? Vielleicht geht das einfach. Ich denke, die Simmeringe sind in Eimer. Aber ich kann es versuchen. Vielleicht quillt es ein bisschen, vielleicht auch nicht. Läuft das eigentlich gleich gut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss ich Gas machen. Vergaser reinigen natürlich. Neue Kerzen, Kerzenstecker. Da weiß ich nicht. Ich versuche die natürlich, weil original. Also, hilf mir ein bisschen, Jungs. Also, Tipps sind immer willkommen. Sag mal, was du willst. Also, Pugfans. God. Also, Pugfans. Ich hoffe, es hat euch... Okay, Pugfans. Also, ihr wijst het alle natuurlijk. Okay, Pugfans. Also, ihr wijst es alle, ich brauche was wir beim Pugshop Show. Wir sind natürlich mit einem ganzen Team. Wir brauchen noch Abonnees. Also vergesse nicht zu abonnieren. Sind da noch andere Fragen? Schreibt die in die Kommentare oder schicke eine E-Mail an info@pugshop.de. Und vergesse auch nicht den Klingel zu drücken natürlich, für diese automatische Notifikation, wenn eine neue Video online geht. Also sehen wir einander das nächste Mal. Ciao.